Haie? Wer denkt sich denn so einen Quatsch aus? Menschen, oder? Die meinen, die dürfen alles. War bestimmt Amerikaner. Versteh mich nicht falsch. Trash ist mein zweiter Vorname. Aber ich dachte, wir machen den Faktencheck nur, wenn eine Chance besteht, dass wir es wirklich mit Fakten zu tun haben. Lass dich überraschen. Sharknado behandeln wir heute aus einem aktuellen Anlass. Sollte ich statt der Fakten lieber mal den Wetterbericht checken? Liebe Meteorologinnen und Horrorhaie, liebe fliegende Fische, hallo Aasfresser. Vor ein paar Wochen haben wir ein Video gemacht, in dem wir aufgeklärt haben, warum es in Amerika manchmal Fleisch regnet. Heute geht es dagegen um den passenden Niederschlag für Pesketarier. Wir bewegen uns quasi im kaum erforschten Graubereich zwischen Wettervorhersage und Ichthyologie. Ichi, was? Fischforschung. Aber zuerst erklärt Vanessa euch kurz, worum es in Sharknado geht. Ja, es gibt halt so einen großen Wirbelsturm und der reißt eine Menge Haie aus dem Meer in die Luft und die hageln dann auf die Menschen runter. Ein sogenannter Haihagel oder auch Haigel. I'm not going to apologize for that. Es stellt sich eigentlich nur eine Frage. Ist es möglich, dass Fische durch die Luft fliegen bzw. vom Himmel fallen? Von fliegenden Fischen habt ihr sicher schon gehört. Streng genommen fliegen die gar nicht. Sie springen aus dem Wasser und gleiten dann auf ihren großen Brustflossen durch die Luft. Aber sie brauchen zum Fliegen keinen Tornado und sie bleiben natürlich immer über dem Meer und fliegen nicht ins Landesinnere. Das macht's nicht so spannend. Fallen Fische vom Himmel, ja oder nein? Ja, manchmal regnet es Fische. Und das auch an Land. Das passiert überall auf der Welt, aber eher selten. Und wird nur alle paar Jahre mal bemerkt. Zuletzt im Februar in Australien. Unser Praktikant Eddie ist jetzt live für uns vor Ort. Eddie, was genau ist denn passiert? Ich befinde mich gerade im sogenannten Outback. Ende Februar hat es in dem kleinen Ort Layamanu einen heftigen Sturm gegeben. Neben großen Mengen Wasser regnete es auch lebende Fische. Ist das zum ersten Mal vorgekommen? Ähnliche Fischschauer gab es dort schon in den Jahren 1974, 2004 und 2010. 2020 ist das gleiche in einer Stadt in Queensland passiert. Und was für Fische waren das? Gefleckte Grunzbarsche, das ist hier eine sehr häufige Fischart. Die meisten waren zwischen 5 und 10 cm groß. Sehr bedrohlich. Wahrscheinlich wurden viele Menschen rücksichtslos angegrunzt. Möglicherweise gab es sogar Todesopfer in der örtlichen Fadenwurm-Community. Vanessa. In Sharknado geht es um ausgewachsene Haie, nicht um rülpsende Rotbarsche oder grunzende Grundeln. Ach so, sag das doch gleich. 2017 hat der Wirbelsturm Debbie in Queensland einen Bullenhai an Land geschleudert. Das Tier war etwa 1,5 Meter groß und wurde mitten auf der Straße gefunden. Bullenhaie gelten als aggressivste Haiart und sind für die meisten Angriffe auf Menschen verantwortlich. Moment mal, heißt das, Sharknado hat unseren Faktencheck bestanden? Sieht ganz so aus. Übrigens regnet es manchmal auch andere Tiere, nicht nur Fische. 1694 fielen in Nordfrankreich Kröten vom Himmel. 200 Jahre später waren es Quallen über der englischen Stadt Bath. Und in Südbrasilien regnet es jeden Sommer Spinnen. Hilfe! 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 Alle Haie gehen hoch in die Luft. Genau wie euer Daumen.